Es sieht so unscheinbar aus. Ein Hymermobil steht hier vorne mit Trierer Kennzeichen und wir werden gleich mal ein bisschen was erfahren über Kurt und Alice und den Rudi. Und die fahren nämlich seit 1972 ins Camping und sind absolut begeisterte Camper. Und obwohl die Frau jetzt nicht mehr so gut zu Fuß ist, sind sie jedes Wochenende hier und campen. Und wir sind an der Mosel in Klüsserath. Ja, hier ist einmal der Rudi, der Platzwart. Ich grüße dich, Rudi. Hallo. Hallo, ich bin der Rudi, Platzwart seit 24 Jahren bei Manfred Hero. Genau. Ja, mir macht es Spaß, ich habe viele Leute kennengelernt. Ja, Seit 24 Jahren. bin ich hier am Platzwart, ja. Das ist ein legendärer Platz, kann man das mittlerweile sagen, oder? Kann man richtig sagen, ja. Viele Leute kennengelernt und sehr nette Leute, ob das Belgier sind, Holländer und hier das Ehepaar von Trier. Ganz nette Leute. Ja, die beiden sind unglaublich. Sie campen seit 1972. Einmal die Alice. Ich grüße dich, Alice. Hallo, Ist das schön heute Morgen? wunderschön draußen. Ja, immer freuen uns, dass wir immer hier sein können. Ja, Toll. dir geht's nicht mehr so gut, oder? Im Moment. Ach ja, im Moment geht es mir noch sehr gut, aber es könnte irgendwas kommen mit, was ich schon vorher an Krankheiten hatte. Ja. Ich muss ein bisschen aufpassen. Das hält dich aber nicht davon ab, jeden Donnerstag hierher zu fahren. Bis Sonntag, oder? Nee. Das ist so. Da sind wir ab Donnerstag sind wir Atta. Ist das so? Weg? Sind daheim, von Ja. daheim weg, ja klar. Genau, ihr campt seit 1972. 72, ja. Wir haben angefangen in Rammstein. In Rammstein. Das Ja, ist hier direkt bei Trier, ist das, gell? Das ist bei Trier, ja. Das ist bei Kordel. Mhm. Ja. Da haben wir Ja, angefangen. und da ist ein Mann, richtig? Ja. Richtig, genau so ist es. Ne? Seit über 50 Jahren, lange über 50 Jahre. Ihr seid schon lange verheiratet? Ja, 55 Jahre. 55 Jahre. 56. 56. So, man kann. 64 haben wir geheiratet. Das ist ja stark, ja. Ja, Kurt, jetzt ist so An- und Abfahrt jetzt am Samstag, oder? Hier. Das heißt, es kommen und gehen jetzt Leute, oder? Ja, nur hier ist Bewegung. Nicht? Hier ist Bewegung. Weil das ist ein schöner, räumiger Platz. Wenn du auf andere Plätze gehst, da steht einer neben dem anderen. Da kannst du noch nicht mal um Wohnmobil gehen. Und hier hast du ein bisschen Bewegungsfreiheit. Ne? Und man kommt mit allen Leuten gut klar. Das ist das Wichtigste. Ne? Und man kennt ja auch schon eine ganze Portion. Ne? Und man kennt ja auch jetzt schon eine ganz Portion. Ja, ist das so? Jetzt, klar doch. So, ich setze mich mal kurz hin, da bin Ja, ich klar. zwischen euch drei. Was Klar. ist denn das Schöne am Camping? Man kann sich hier hinsetzen, da kommt der eine, bist du auch schon wieder da oder bist du schon da oder wie lange bleibst du? Und mit den Leuten da so rumzuhängen. Ja. Daheim hat man ja dann ein bisschen Arbeit, man muss ja dann kochen, eine Wohnung machen. Und das Wohnung machen kann ich nicht mehr, auch kochen kann ich noch. Ja. Aber und dann wohnen wir mit der Schwiegertochter zusammen im Haus. Ja, ist In Trier, schön. Ja. Okay, das heißt, auch im Winter seid ihr hier? Nee, im Winter sind wir nicht hier. Wir sind, Winter wir ist gehen, hier nicht. wir- Im Winter ist hier wir nichts. gehen, im Winter gehen wir, als wir hier gucken, ob Hochwasser ist oder irgendwie so von Trier aus, ist es ja nicht weit hierher zu fahren. Da fahren wir so mit dem Auto durch die Gegend und Okay. gut. So, jetzt ist ja hier was ganz Besonderes. Ihr habt das Auto hier feststehen, oder? Wohnmobil, ne? Das Wohnmobil, Ja, richtig? Ja. ja. Genau. Ja, aber dies Jahr das erste Mal. Das Erste Mal. Es hat euch ja hart getroffen, als jetzt kam das ganz Große mit Corona. Ihr konntet nicht campen, das war schlimm, oder? War nichts. Da sind wir mit dem Auto Wir sind rumgefahren. andauernd hingefahren. Ja. Hier war ja alles schön frei und alles. Wir hatten ja auch mit Leuten dann auf Abstand. Das ging wunderschön. Das ging wunderschön. Das ging wunderschön. Hier brauchst du keinen Mundschutz, nichts, so gar nichts. Nein, und vor allen Dingen, man muss sich wundern, dass die Leute das mit der Corona auch ernst nehmen und sich auch ein bisschen danach richten. Also es wird hier nicht keine Clique, dass da die Leute aufeinander sitzen,
sie achten aufeinander und das finde ich fantastisch. Wenn du da manche Stellen siehst, die hängen zusammen und dann wundern sich hinterher, wenn was passiert. Ne? Das ist so, ja. Wir haben ja jemanden, der aufpasst. Warte, ich komme mal kurz zu dir. Wenn du mal ganz so lieb bist, mal ganz kurz aufstehst, damit mein Arm nicht so ganz abfällt. Ja. Du machst das echt seit wie vielen Jahren nochmal? 24 Jahre mache ich das hier. Mähen, alles in Ordnung halten und wir kommen gut zurecht hier. Also das klappt schon wunderbar mit Manfred Hero. Eine ganz nette Chef habe ich da. Ja. Und ich habe Wolfgang Horsch kennengelernt. Jetzt schon die letzten Jahre. Aber wir kommen sehr gut zurecht, wir beide. Das klappt ganz gut hier. Ich freue mich immer, so viele Leute hier zu sehen. Hauptsächlich hier kocht und seine Frau, das ist schon einmalig. Ist das. Das ist aber so, das ist ja für ganz viele Menschen Lebensinhalt, oder? Hier zu sein. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Das ist richtig. Nur das Einzige, was im Dorf nicht ist, das ist, wir haben kein Lebensmittelgeschäft. Das ist das Problem, was wir haben jetzt im Ort hier. Aber die Leute, die fahren dann raus, die haben eine PKW dabei, die fahren im Nachbarort kaufen dann. Ja. Ist das hier schön zu sehen, dass du Menschen hast, die du seit 10, 20 Jahren begleitest hier auf dem Platz? Kann man wohl sagen, doch. Und das freut mich. Wenn die Leute nach Spanien gefahren sind, da haben sie immer gesagt, kennt ihr auch der Rudi von Klüsserer. Der Rudi kennen wir. Ja, ja. Es ist ganz oft, ihr lernt Leute kennen, die auf der Durchreise nach Spanien hier sind. Ja, auch, oder? ja. Oder die kommen von Spanien im Frühjahr wieder zurück. Erste Station ist immer hier in Klüsserath und dann fahren sie nach Hause. Ich zeig mal gerade ein kleines Detail hier. Rudi, da vorne steht's. Es fährt wahrscheinlich keine 25, aber es ist ganz wichtig für viele Menschen, oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist im Koch sein Mobil hier. Der fährt damit, ja. Und ich nehme an, dass hinten eine Anhängerkupplung ist und seine Frau, die wird hinten dran gehangen, oder? Mit dem, Nee. mit dem Rollator. Der Koch, der fährt dann schön jeden Tag ein paar Mal hier über den Platz, guckt, wie viele Leute da sind. Brötchen holen. Nochmal. Ich sag, morgens werden die Brötchen geholt. Okay. Obwohl hier im Wacker kommt ein Auto, aber auch rumgefahren, der Brötchen bringt. Aber ich fahre und hole schon vor dem, weil wir dann wach sind und schon frühstücken wollen. Ja, das ist wirklich schön, ja. Ja, die Leute kommen und gehen hier. Ihr habt schon viele Freundschaften hier geschlossen, oder? Ja. Doch, ja, man lernt die Leute kennen, nicht? Dann stirbt wieder einer, dann kommen wieder neue dabei. Stirbt einer? Ja, leider Gottes ist es so. Es sind alles ältere Da sind wir Leute. ja auch schon nicht mehr gerade jung, dass man auch schon mal rechnen muss. Oh ja, bist du nächste Woche noch fit, nächstes Jahr noch fit, dass du da irgendwo hin kannst fahren. Ist so, ne? Ich meine, mein Alter, Wenn ich mal fragen darf, wann du geboren bist, in welchem Jahr? 2835. 1935. Warst noch nicht da? Nicht? 2.8.35. Da war ich noch nicht da, ne. 68 bin ich geboren. Ich bin quasi ein Jungspund, oder? Sag mal, wenn Ach, nee, ist wie ein Sohn. Der Sohn ist 66, so. 66 geboren. Okay, der ist jetzt 54, dein Sohn. Richtig. Und du bist? Und ich bin jetzt nur 85. 85. Oder 95? Nee, Jesus, nee. Gottes Willen. Die Leute kommen und gehen den ganzen Tag. Ich zeig's mal gerade hier vorne. Ihr habt einen schönen Platz hier, oder? Schön Vorwärts-Action, ne? Vorwärts-Action. Ja, klar. Da sieht man, wer kommt, wer geht. Super. Der wird immer freigehalten, der kocht und der halte ich immer frei. Sagt, kocht immer, muss ein Hütchen hinstellen. Ja, das machen wir gerne für die. Das ist aber auch. Da kommen wir jetzt jetzt am Ende hier, Ende Oktober, da gehen wir wieder bei der Rudi sagen, hier, nächstes Jahr im April sind wir wieder da. Sag mal, Rudi, wenn jetzt hier der Platz zumacht, da ist ja immer noch was zu tun, so ein bisschen, oder ist das für dich? Also, wir machen am 1. November machen wir zu hier. Da muss alles abgebaut werden. Die Stromkästen müssen weg, die Bretter müssen an der Mosel alle weg. Und dann wird der dicht gemacht. Das Wasser, der Strom, alles weg. Und dann haben wir wieder Ruhe. Dann wird der abgesperrt da unten, bis Hochwasser kommt. Vorher Jahr hatten wir Hochwasser. Das war so hoch wie die Wohnmobile hier. Hätte man kein Wohnmobil mehr gesehen. Das ist so die Staustufe, die machen die Schleusen auf, die tun dann hier mal bei uns alles fluten. Durchspülen. Ja, durchspülen, ja, fluten. Und der ganze Abfall, der die Mosel runtertreibt, der bleibt da an den Bäumen hängen. Das ist schon Arbeit hier. Und im Frühjahr wird da wieder alles gemacht, gewalzt, abgezogen. Ist schon seine Arbeit, haben wir schon seine Arbeit.
Ihr seid bekannt und legendär in ganz Deutschland, dieser Platz hier, der Ja, auf Platz jeden vom Fall. Hero, oder? Das Auf heißt, die jeden Leute kommen von überall her. Die kommen von überall. Die kommen von Spanien, Franzosen, Belgier, alles, Deutschen. Überall kommen die her. Der Schweizer haben wir auch viele hier. Das ist schon ganz, Schweden auch, haben wir auch. Der ist bekannt, der Platz hier. Österreich. Österreich, sagt Ja, sie. der Platz hier ist auch sehr beliebt. Der ist sehr beliebt, der Platz hier. Das ist schön. Also ab und zu hauen mal Leute ab, oder? Ja, das gibt es ja. Die kommen abends spät, kommen sie, morgen früh hauen sie ab. Ja, was will man machen? Und bezahlen nicht. Nee, das noch dabei. Wir haben keine Schranke da unten, gell? Wir hoffen, dass die Leute alle ehrlich sind und sind die meisten ehrlich. Und die abhauen, da kann man gerne drauf verzichten. Ja. Ja. So, jetzt habe ich ja mit Wolfgang gesprochen. Vielleicht bringen wir vorher mal eine Kamera an, eine Automatikkamera. Dann können wir die mal aufzeichnen. Ja, machen wir. Ja, Drahtlos. ja. Schön. Ja, ich unterhalte mich mit den beiden noch mal ein bisschen. Sag mal, was war denn so das schönste Erlebnis hier? Ist hier mal ein Kind geboren worden am Platz, oder? Oder Hochzeit? Ah ne, doch, wir hatten vor 2 Jahren ein Treffen. Da war ein Heißluftballon da. Die haben abends standen sie, habe ich geheiratet. Da haben sie geheiratet. Ja, geheiratet. Ja. Da war hier was los, oder? Ja, da war schon was los, ja. Und sonst, ja, wir hatten auch was trauriges Sterbefälle auch schon hier am Platz Auf gehabt. dem Platz. Am Platz, die hier verstorben sind. Ja gut, aber wenn die Leute, ich sag mal, hier leben die ganze Zeit, dann können sie auch hier sterben. Es Es gibt ja wahrscheinlich nichts Schöneres, oder? Nee, das war ein Ehepaar, das Schlimmste war, der Mann wollte immer hier nach Lützerath und er war krank. Er fuhr nach Lützerath an, hier der Platz, 1 Stunde später ist er verstorben. Ehrlich. Er wollte Lützerath noch einmal sehen. Oh je. Ja, das war so. Ja, man muss, Ich habe den Mann gut gekannt, aber das war schon traurig Da war soweit. da auch eine gewesen, der hat sich ein Wohnmobil gekauft. Das war neu. Und da kam der hierher und ich sage schon, der hat doch da hier hinten irgendwo gestanden. Ja, war das richtig, nicht ja. noch eine gewesen mit so einem großen Hümer oder mit irgendwas? mit so einem Hümer, ja, war das, ja. Das war neu, das Ding, und dann ist der, hat sich verabschiedet. War schon Ja. traurig. Aber sonst ist nichts Ernsthaftes passiert hier. Das geht aber schon nah, oder? Wenn Menschen hier. Auf jeden Fall, man hat die gut gekannt. Gell. Die waren aus dem Saarland hier, ist ja nicht weit weg. Und das war schon heftig für mich. Also, Ja, was willst du also machen? überwachen. Das ist so. Und die Frau war dabei an dem Die war Tag? dabei. Ja. Sie hat gesagt, wir bleiben zu Hause. Er wollte nach Lützerath. Er wollte noch einmal Lützerath sehen. So ist das. Die kamen so was jedes gesagt, Wochenende, waren die hier. Jedes Wochenende. Ja. So ist das. Ja. Darf ich mal fragen, wie alt du bist? Schätzen Sie mich mal. Also 51. Von wem? 71. 71? Ich bin so alt wie Manfred Hero. Wir sind 10 Tage auseinander, wir beide. Sag mal, als ihr den Platz früher gegründet habt, wie hat denn das alles hier angefangen? Wer ist denn auf die Idee gekommen, hier den Platz noch? Manfred Hero. Ja. Manfred Hero hatte die Zeit Rallye gefahren hier in Lützerath mit seinem Porsche. Und da hat er damals schon hier der Platz gesehen. Und nachher kam der 96, hat hier der Platz von der Gemeinde gepachtet, die Wiese. Da war Ödland hier. Die Wege hier, die sind gemacht worden, der Strom, hier liegt ein Kilometer Strom in der Erde. Echt? Und das haben wir alles hier gemacht. Das war ganz schlimm, war das. Ja. So, das hat dem Ort ja eine unglaubliche Bekanntheit geschaffen. Kann man Ne? wohl sagen. Am Anfang war das zuerst, hat der Ort, was soll das und alles. Nachher, da haben die Winzer hier Wein verkauft und alles, kamen mit der Kisten angefahren hier. Ja, jetzt habt ihr mittlerweile in jedem Ort habt ihr jetzt einen Stellplatz, oder? Ja, sicher. Da haben die Ortschaften hier an der Mosel runter und alle gesagt, Mensch, Klöster, da ist was los. Wir bauen eure Platz. So, was ist das? Und deswegen ist der Platz, jetzt haben wir ja dieses Jahr richtig Betrieb hier gehabt, durch wahrscheinlich auch Corona-Zeit. Die Leute fahren in den Ausland. Aber sonst hatten wir hier immer Betrieb. Das war immer voll hier, immer voll, immer. Oh, der ist schön, der Platz. Das heißt, der ist auch nicht teuer. Man zahlt hier, was zahlt man hier? 7,80 Euro. 7,80 Da ist da Internet dabei, alles, ja. Ist da noch was zu verdienen groß, wenn man dein Ja, Gehalt ich und weiß, alles da auf... müsste man für Tero fahren, das wird schon verdient sein. Gell? Wir sind ja einer der billigsten an der ganzen Mosel hier. Die meisten holen alle 8 Euro, 8,50 Euro oder 10 Euro gibt er auch. Aber In Berlin 32 Euro, habe ich schon gehört, in der Innenstadt. Ja, aber nee, den Manfred Hero, der bleibt da ganz neutral. Ja. Ist das Teil des Konzeptes, dass ihr günstig seid, nahbar? Auf jeden Fall, ja. Okay.
Ja. So, das heißt, es kommt jetzt einmal am Tag, kommt hier das Brötchen aus oder wie? Oder Kommt zweimal? der Brötchenauto morgens um 8:30. Der hat immer der Wagen voll gut geladen. Wir haben auch jetzt noch so Lebensmittel. Der hat Wurst und alles, was der anbietet. Fährt auch einmal über den Platz die Woche. Ja. Ja, ist schon ganz, muss sein. Ja. So, jetzt steht was an bei dir? Was steht jetzt? Jetzt habe ich die Müll eben gemacht, angetrampelt. Muss ja auch alles sein. Das heißt, du warst drin, hast den Müll genommen. Den Müll habe ich jetzt mal sortiert da oben und eingetrampelt. Ich komm gleich nochmal zu euch. Ich gehe mal gerade den Müll gucken mit ihm, ja, denn Ja. ich sag mal, tagtäglich kann man sagen, dass so mit 71 das hält jung? Ja, auf jeden Fall. Also meine Frau sagt immer, du bist einfach noch jung. Ja, das hält mich jung. Die viele Leute, die ich kennengelernt habe und alles hier, das ist schon sagenhaft. Ja. Ja, wir stehen jetzt direkt hier vorne. Da vorne sind die Plätze direkt an der Mosel. Das heißt, das sind so die Stammplätze, oder? Ja, das sind die Stammplätze, an der Mosel auf jeden Fall. Die rufen mich auch manchmal an, kannst du frei halten und so. Gell. Da stelle ich mal ein Hütchen hin und so. Also was Stamm ist. Gell. Ja. Jetzt fahre ich mal kurz weg. Und jetzt stehen sie auf meinem Platz. Ist nicht so schlimm. Ist jetzt der Müll hier, gell? Ja. Wir haben eine Codenummer hier, da hat jeder auf der Rückseite der Quittung steht ein Code. Da muss man hier die 4, die 3, die 2 und die 1, klappt jetzt. Ja, weil wenn du vielleicht den Code nicht gerade in die Kamera sagst, dann... Ja, so. So, hier ist dann Papier, haben wir jetzt hier, steht hier alles drauf. Hier ist Restmüll, sind hier Restmüll. Dieser muss schon gleich wieder eintrampeln und alles. Eintrampeln, das heißt, du steigst da rein. Ja, da springe ich rein mit den Stiefeln, ja. Guck hier, die Suppe voll, ja. Und dann haben wir Glascontainer und hier ist Plastik, hier, alles Plastik. Ja, so. Das muss alles wieder sortiert werden. Das sind ja viele Leute, die schmeißen alles da rein, Plastik, Restmüll, alles da. Sauerei eigentlich, Das ist oder? Sauerei, ja. Das will man machen, gell? Man muss sie holen, wie sie sind. Ja. So, aber es ist mit der Mülltrennung, es geht so langsam, oder? Das geht, ja. Jetzt habe ich hier die 2 voll. Jetzt werde ich heute Abend die leeren da hinstellen. Hier die vollen drücke ich zurück. Und die gehen am Montag gehen die weg. Und da haben wir Gas zu verkaufen. Gas habt ihr auch. Ja. Das macht die Kassiererin, die verkauft hat. Und stehen die Preise, stehen ja alles da oben. So, 11 Kilo, 20 Euro, das ist noch zivil, oder? Das ist noch okay. Kann man nicht meckern, nee. Ich glaube, das ist ein guter Service, dass die Leute nicht extra zum Baumarkt fahren müssen mit den Dingen. Hier bekommen sie alles bei uns, gell, was du willst. So, jetzt Internet habt ihr hier am Platz, oder? Ja, geht da alles da oben über Funk geht da musst du einen Code eingeben, die Nummer eingeben, die Kassierer sagt denen die und dann sind sie direkt hier am Platz dran. Und wenn sie dann außerhalb gehen, dann sind sie wieder raus. So ist das einprogrammiert alles hier. So. Ich guck mal gerade hier vorne. Ja, wenn du das mal nicht mehr machen kannst, das heißt, im Moment ist Open End noch bei dir, oder? Auf jeden Fall, ich mache das noch gerne. Manfred Heere hat der Platz jetzt noch 2 Jahre. Da sagten immer, Rudi, machen wir weiter oder hören wir auf. Da sagte er, ich will wir machen auch. Ich glaube bestimmt, der Manfred, der ist hier noch topfit. Der fährt mit dem Rennrad noch viel. Der fährt die Woche 2-mal 160, 180 Kilometer fährt er immer. Echt? Das ist ja der sagenhafte Manfred, der ist sagenhafter, ja. Hier vorne ist so ein kleines Detail, ein Flugzeug fliegt hier drüber. Ihr habt hier Gleitschirmflieger, gell, viele? Ja, wir haben hier im Nachbau Föhren, da ist ein Flugplatz. Ja, das ist alles so. Und wir haben da oben jetzt, da sieht man eine Wetterstation, da oben, da kann man hinwandern und da oben, wo die Fahnen da oben Ja, da sind. ist sogar ein Foto, man kann es im Internet gucken, gell? Ja, das ist wunderbar, ist das schön. Da sieht man hier das ganze Panorama, das ist schon ganz toll. So, wir gehen mal kurz zu dem Ehepärchen zurück, denn ich habe noch ein paar Fragen an die. Ja. Genau, wenn du mal so lieb bist, mir die Tür aufmachst. Ich habe Ja. beide Hände voll mit der Kamera und dem Mikro. So, Du bist ja ein Typ. Das heißt, du bist woher? Wo kommst du her, aus Trier? Oder? Ich bin in Glüsserath geboren, 1949 geboren in Glüsserath, 10. Januar 49. 49 geboren, 71 Jahre bin ich. Das heißt, du warst in der Schule, warst du dann mit 1955. Ja, 56 bin ich in die Schule gegangen. Das war ein bisschen anders wie heute. Internet und so gab es noch nicht. Da gab es noch nicht kein Internet, nee. Und da kam Manfred Hero, ich war auch Platzwart vom Sportplatz da oben. Ja. Da kam Manfred Hero, der kam dann hier hin. Hat mich gefragt, ob ich wollte helfen. Ob ich helfen will, hier einen Platz helfen. Also habe ich gleich zugesagt. Und das macht mir Spaß, das macht mir richtig Spaß hier. Ich habe sehr viele Leute kennengelernt, nette Leute auch. Ja. Man muss aber jetzt zur Ehrenrettung sagen, die meisten sind ehrlich, oder? Die sind ehrlich, kann man wohl sagen, ja, auf jeden Fall. Die sind alle bequem, ehrlich. Die Hunde sind zufrieden, guck mal, die freuen sich immer. Oh, die sind aber süß, die Hunde.
Die so eine offene Zeitung lesen sie. Echt? Stark. Ja. Ja, und der Wolfgang, den kennen wir ja schon. Der Wolfgang, den kenne ich ja. Den kenne ich mittlerweile schon ein paar Jahre. Wolfgang, ja, wie lange kennen wir uns beide? Schon ein paar Jahre. Ich kann es vergessen. Ich hab's vergessen. Ja, man wird älter und ich habe zwar Tabletten dafür bekommen, aber ich weiß aber nicht mehr, wo ich die hingelegt habe. Sag mal, Wolfgang, Camping, das ist ja für viele absolute Lebenserfüllung, oder? Denke ich ja. Es hat sich auch in den letzten, gerade jetzt in der Zeit, aber jetzt in den letzten 2 Jahren, hat sich ganz stark nach oben entwickelt. Und man sieht ja jetzt aktuell auch hier am Platz, dieses Wochenende geht es eigentlich noch. Wir haben noch jede Menge Platz frei, aber die letzten Wochen waren schon extrem so, dass wir auch mal ab und zu genötigt waren, ein Schild aufzustellen. Feierabend. Feierabend voll. Ist so manchmal. Das heißt, das habt ihr so noch nie erlebt, oder? Dass der permanent so voll ist, oder? Ja, das ist ja 20 Jahre kann man so, ja. Sag mal, die Leute, die werden jetzt immer jünger, oder? Die Camper. Auf jeden Fall. Wir haben viele junge Camper jetzt hier zur Zeit im Platz hier. So wie er hier, der kommt von Aachen, der Neues. Der kommt doch schon Jahre. Gell? Ja, echt? Kommt schon Jahre. Aus Aachen kommst du? Nein, ich komme aus Grevenbroich. Echt? Kennen Sie nicht, oder? Doch, ja klar. Das kennt doch jeder. Ah, dann ist es gut. Aus der schönen Gartenstadt Wevelinghofen ist mein Heimatort. Und ich bin immer mit meiner Frau, seitdem wir 14 sind, unterwegs. Das heißt, seitdem ihr 14 seid. Bitte? Seitdem ihr 14 Jahre seid. Seitdem wir 14 sind, machen wir Camping. Zuerst in den kleinen Hundehütten, die Einmann- bzw. Zweimannzelte, dann Steilwandzelte, dann ein Hänger und dann nachher einen selbstgebauten Campingbaren auf dem Transit und dann danach, wie wir uns das erlauben konnten, Ja, du das fährst erste Wohnmobil zu das kaufen. erste Wohnmobil. Das Ja. war wann? Wann war das? Das war 1976. 76. Ja. Und jetzt fahren wir einen Pilot, weil das alte der LMC, der war nicht. Entschuldigung, da kommt jemand. Da kommt jemand. Müssen die mal durchlassen. Hier. Guten Morgen. Der war denn zu alt? Guck mal, da vorne ist der Hund im Körbchen drin. Oh ja. Wenn ich mal wieder geboren werde als Hund, dann werde ich auch durch die Gegend gefahren beim Camping. Ich komme mal zu dir. Du stehst wo? Wo stehst du? Da vorne, ganz vorne. Da ist die Scheibe vorne mit einem grünen Baum abgedeckt. Im grünen Baum. Ich komme mal später zu dir, okay? Auf neuester Nummer. Auf neuester Nummer. Ja, ja, danke. Ja, das ist ja stark. Das heißt, er steht jetzt hier, er will jetzt Gas, oder? Bitte? Der will jetzt Gas haben. Hast du Schlüssel davon? Nein, leider nicht, aber das macht die Kassiererin, wenn sie noch kommt. Ich mache mal heute Urlaubsvertretung für die. Ja, Wolfgang. Als ich das erfahren habe mit dem Camping, das heißt, du machst das ja schon ewig, du wolltest mich ja schon 2010 ins Camping ziehen, weißt du noch? Ja, Wo du gesagt hast, wir gehen mal ein Wohnmobil kaufen. Habe ich ja gesagt, ja. Und das Resultat kennen wir heute. Du hast ein schönes Auto, ein Morello. Ja. Damit bist du, glaube ich, zufrieden. Aber ich habe schon gehört, du willst dich vergrößern. Echt? Wer hat das gesagt? Du selber. Ja, du weißt ja, der Geschmack kommt beim Essen oft, oder? Ja, das ist so, wenn man zeitlang ein Auto fährt. Ich auch. Ich habe jetzt mein Auto jetzt ja schon wirklich sehr lange, jetzt glaube ich 13 oder 14 Jahre. Ja. Wir haben es jetzt endlich mal geschafft, das Fahrzeug mal komplett zu renovieren. Demnächst gibt es noch eine neue Innenausstattung, außen und technisch ist alles gemacht. Ist auch ein sehr seltenes Fahrzeug. Es gab ja nur ursprünglich 7 Stück. Wir machen gleich mal eine Roomtour in deinem Fahrzeug, okay? Das können wir nachher mal machen, ja. Okay. So, ich muss nämlich wieder zurück zu unserem Pärchen, zum Kurt und Alice, richtig? Ja, jetzt hier, ja. Dann gehen wir nochmal zurück. Tschüss Wolfgang, bis später. Bis später. Genau, wenn du mal kurz mitkommst. Ja, da sind die beiden. Ist es nicht eine absolute Idylle? Heute ist Samstag, 19. September und es ist wie im Sommer hier. Ja, ich glaube, das sind die Ältesten hier am Platz, die beiden hier. Echt? Das sind die Ältesten, die kommen, also sehr nettes Ehepaar, die zwei. Ja, gell, Kocht. Nettes Ehepaar, die zwei. Aber meine Frau, die hat auch hier Erdbeeren verkauft. Die hat hier einen Stand gehabt im Frühjahr, im Sommer, wie die Erdbeeren reif waren, hier für Bauer von Bekon verkauft. Und waren immer die Ersten, die da waren. Erdbeeren. Das war 1900?
Das war jetzt dieses Jahr. Dieses Jahr, Dieses Jahr, 2020. Und Forst, ja, die hat 2 Jahre macht die das jetzt schon hier am Platz. Erdbeer verkaufen für den Bauer. Und da ist sagenhaft, läuft das gut. Auch Kirschen. Und Kirschen, ja, ja. Wie ist denn der Vorname von deiner Frau? Malis. Marlies. Ich Malis. grüße dich recht herzlich übers Fernsehen. Ja. Denn dein Mann, der Rudi, seit 24... Ich komme da nicht drüber weg. 24 Jahre. Du machst sonst noch irgendwas anderes? Bitte? Du machst sonst noch was anderes? Ne, daheim noch basteln so. Ja, ich bin jetzt bei der Gemeinde, mache ich noch ein bisschen so Tätigkeit. Ich mach zurzeit alles. Das hält mich jung, sowas. Ist doch wirklich, man braucht einen Rhythmus, oder? Man braucht Rhythmus, ja, ja. Ist das vielleicht auch der Grund, warum die beiden noch so fit sind? Also, dass sie einen Rhythmus haben? Ja, sicher, ja, sicher. Das ist klar. Guck mal, wie die beiden da sitzen. Ja. So, Käffchen morgens. Das heißt, der Kaffee, der hat noch Wumms? Ja, aber wir trinken viel Wasser und Viel Wasser, wenig Kaffee. nicht so viel Kaffee. Und Bier und Likör oder Bier, gar nichts. Gar nichts mehr. Nein, nein. Früher mal? Früher habe ich mal ein Eierlikör getrunken und mal ein Glas Bier getrunken, aber dann war doch Ende. Sag mal, Ich habe nicht viel. wenn man hier im Wohnmobil schläft, ja, ist das so wie im 7. Himmel oder? Ach nee, das ist mein Wetterheim ist mir doch lieber als wie das hier im Wohnmobil. Ist das nicht so Da gut? nee, ich schlafe nicht so gut hier als wie wie daheim. Ne? Ja, Daheim wohnen wir ja auch Traum. Traum. Ja, genau. Traum. Ja, aber trotzdem, ihr tauscht das ein, Traum gegen Wohnmobil, weil es hier schöner ist. Ja, nee, Wohnmobil, das ist. Camping ist ein bisschen Freiheit. Man hat das so lange, ich meine, gut, zu Hause hast du auch deine Pflicht. Nicht? Wir haben auch ein Haus, was ein bisschen Arbeit macht. Aber da wohnt jetzt glücklicherweise mein Sohn und Schwiegertochter mit den Kindern drin. Das Leben. Ja, ja. Ja. Und Ich lebe wir in der bräuchten Bude. normalerweise gar kein Camping. Also wir wohnen in Trier und wir wohnen für uns alleine am Hang. Also von daher gesehen bräuchten wir kein Wohnmobil. Aber man kommt hier mal mit anderen Leuten zusammen. Und Aber wir haben ja auch in Trier haben wir jetzt unser Haus gebaut. Neben uns war der Zeitungskoch, Volksfreund. Echt? So Das schön war wohnt unser ihr. Nachbar. Ja. Mhm. Okay. Sag mal, wann ist denn abends Bettzeit bei euch? Darf ich das mal fragen? Oh doch. Bett, Wenn Fernsehen nichts mehr bringt für uns. Entweder heute Abend ist die Karamell Nebel, ist da, gestern Abend war ein Nachtcafé. Ja, das gucken wir gerne. Ne? Das sind so Sachen. Da oben steht eine Kapelle, sehen Sie die? Ja. Da oben die Kapelle. Ja. Und da sagt Kurt immer, die habe ich ja solar drauf gebaut, die wird abends angestrahlt von draußen. Das sieht Ja. ganz toll aus. Da sagt Kurt immer, die Kapelle hat Licht, war nicht an, sagt er immer. Aber die brennt jetzt mittlerweile immer schön, gell, Kurt, ja. Das habe ich auch alles gemacht. Mit Solar. Was die Rentner machen, so alles. Das sind doch hier so die Stories. Das heißt, die meisten kommen immer wieder her, die einmal hier waren, oder? Auf jeden Fall. Die freuen sich alle hier auf der Platz. Nur die Wiese ist jetzt schlecht, gell? Sonst ist die Wiese wie ein Golfplatz, gell, Kurt? Wie, wenn die grün ist, wie Golfplatz. Es wird aber wieder. Das kommt wieder. findet man Ja, ja. Im Frühjahr ist die wieder wunderschön. Ja, ja. War aber auch dieses Jahr war es extrem. Das heißt, die Sommer werden heißer, oder? Die werden immer heißer. Voriges Jahr hatte man auch so eine braune Wiese hier gehabt. Das war genauso. Da habe ich wochenlang nicht gemäht. Wochenlang nicht. Weil die einfach nicht weitergewachsen ist. Ist sie weitergewachsen. Da. Ja, die Wiese, im Herbst ist sie wieder da. Kommt die topfit. wieder. Ja, habe ich bei mir auch gemacht. Ich habe einfach Aber nur Wasser draufgegeben. Kunstdünger hier, da geht die Mosel einmal drüber, da kommt so viel Kunstdünger, kommt damit, da ist sie wieder grün. Da Ja. ist sie wieder grün, ja, ja. Sag mal, Die lassen uns die Saal mit vergessen. Ne? Ja. Die kleinen, der kleine Fluss da. achso, die Mosel, die ist ja direkt vor der Die Tür. Mosel und dann die Salm, ne? Der kleine Achso, die Salm fließt hier in die Mosel. Die fließt hier in die Mosel, hier direkt hier vorne. Sag mal, ihr seid ja von der Mosel. Das heißt, also Leute, die hier an die Mosel kommen und hier Ich Urlaub bin von machen. Trier. Du bist von Trier, ja. Für euch ist die Mosel ja ganz normal, oder? Ja, klar. Wir sind ja groß geworden hier, ne? Hochwasser habt ihr auch erlebt, oder? Diverse. Nein, wir haben zu Hause kein Hochwasser. In meinem Elternhaus war kein Hochwasser. Da waren wir von der Mosel doch schon etwas weiter weg. Da haben wir nicht mehr mitgekriegt. Und jetzt in dem Haus, wo wir jetzt wohnen, im Nachtigallweg, da kommt nie Hochwasser. Da ist Trier unter Wasser. Da ist Trier unter Wasser. Da haben wir noch immer
Ja. freie Fahrt. Gut, da darf ich mal kurz reingucken mit der Kamera, einmal ganz kurz bei euch, dass ich mal sehen kann, wie ihr lebt. Kannst du sehen. Aber ich muss erst mal aufräumen. Ja, da räumen wir kurz auf. Ich halte mich noch so lange hier mit dem Rudi. Und ja, mach mal kurz, ich gucke dann gleich mal rein. Ja, mach mal. Mach mal, hat er gesagt. Rudi, Soll ich aufstehen? ja, steh mal kurz auf, weil dann ist es für mich ein bisschen einfacher. Jetzt habe ich den... Ja, aber es ist nicht toll. Das heißt, die Leute leben hier auf kleinstem Raum, ganz minimal, sind unglaublich glücklich. Sie sind alle glücklich hier. Alle. Ist das Was nicht fehlt denn hier der Wiese? Das ist so schön hier in Glycerad. Ja, ist das nicht ungewöhnlich, dass die Leute hier wenig mitnehmen? Die haben wenig. Also gut, es kommen auch Leute natürlich mit Doppelachser Concorde hier vorbei. Ja, sicher. Aber hier ist klein und groß, die treffen sich, oder? Die treffen sich alle. Da ruft einen den anderen an. Wir fahren nach Glycerad, da sind die auch, den anderen Tag sind die da. So, gell. Und hier, die Gegend, die ist das so schön bei uns. Wir fahren in die Berge, meine Frau und ich. Wir fahren immer in die Berge bei Oberstdorf. Ja. Und da sagen die immer, Mann, der kommt von der Mosel, da ist das doch so schön, warum bleibt er nicht an der Mosel? Ja, aber hier ist es einfach schön. Ist einfach, wir sind zufrieden, der Ort hier, 1200 Einwohner, wir sind echt zufrieden. Das Dorf ist, junge Leute bauen hier, wir haben Neubaugebiete oben, die bauen jetzt, da fangen an zu bauen und so ziehen sich alle hier nach Glycerad. Jetzt ist das ja hier, am Anfang waren die Leute ja sehr skeptisch über den Platz, oder? Ja, auf jeden Fall, ja. Haben sie, ja. Aber jetzt mittlerweile haben sich alle gewohnt. Fahren sie alle gerne nach Glycerad. Früher hat man nur gehört Enkirch. Da sind sie alle nach Enkirch gefahren. Jetzt ziehen sich alles hier nach Glycerad. Der Enkircher Platz, man will nicht sagen, ist schlecht, aber der hier ist schöner, sage ich immer. So, ja. Ich frage mal ganz kurz, als ihr das erste Mal im Camping war, das war 1972. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, Camping zu machen? Kurz, wie kam ich auf die Idee für Camping zu machen? Ich habe meinen Mann, der hat einen Bekannten gehabt, die haben Wohnwagen verkauft in Trier. Aha. Und das war aber ein bisschen weiter von uns weg, der ist mal hingefahren und da hat er gesagt, oh, das muss man mal angucken, was da ist und so. Die haben da neu eröffnet. Und dann ist er da hingefahren und hat dann geguckt und da hatten da gesehen, oh, schöne Wohnwagen. Und die haben ihm so gut gefallen. Und da hat er gesagt, oh, Alice, dann man kann hier auch mal so was probieren. Man braucht ja nicht da drin zu wohnen. Ich habe gesagt, ich schlafe in so einem Ding schlafe ich nicht. Nochmal, du hast gesagt, ich schlafe in so einem Ding nicht. In so einem Ding schlafe ich nicht. Ne? Ich gehe da nicht rein. Und das habe ich auch wirklich geschafft in Rammstein. Da sind wir abends immer heimgefahren, war ja auch nicht weit mit dem Auto. Und da sind wir immer heimgefahren, schlafen. Ne? Weil ich in dem Ding, das war für mich unmöglich, so ein kleines Ding da zu schlafen. Ne? Mit einem Anhänger. Und dann habe ich gesagt, nee. Und dann so, wie dann ausgehalten, hat mein Mann gesagt, oder kaufe ich da einen Wohnwagen, wo mal richtig ein bisschen alles, Toilette, alles da ist. Und ja, da hatten das gekauft und dann hat sich das besorgt. Und besser. Und ja, und da hat dann der Wohnmobilverkäufer hat dann zu meinem Mann gesagt, oh, ich bringe euch den vorbei. Da hat er gesagt, ihr braucht nicht bei der Alice zu fahren, das schmeißt euch mit dem Ding da raus. Das weiß gar nicht, dass ich den bestellt habe. Ich weiß gar nicht, dass ich den bestellt habe. Ne? Und dann hatten dann daheim, hatten dann da gestanden, hatten dann, doch müssen Sie jetzt beichten, ich habe das gekauft. Und da aber er hat es dir dann gebeichtet, dass er es gekauft hat? Ja, und dann ging über seine Söhne und da hatten zu denen gesagt, gell, ihr fahrt hier auch mit dem Papa mit. Ne? Und da war der Kleine, der war auf 4 oder 5, der kam noch nicht in die Wohnmobil rein, mussten dann Poppechen holen und dann so hochheben, da hatten die Treppe darauf, dann ging noch alles nicht, so klein war der noch. Aber alle nur da drin, wir fahren immer mit, Papa. Glaub mir, wir fahren immer mit. Und da braucht man manchmal das Auto einzulassen, da waren die unten.
Ist Da das waren denn, wir ist das dabei. denn für Kinder Camping ist ein Traum, oder? War schön für die. Die konnten noch draußen hier alles machen. Mein Mann hat denen so einen kleinen Autoschen gebaut und hatten da einen Motor reingemacht und da ist das gefahren. Und da haben wir dann mitgeholt. Daheim um das Haus sind sie auch gefahren, aber immer im Kreis. Also, um Gottes Willen, ich kann das nicht mehr hören. Ne? Aber dann konnten die hier auf dem Campingplatz fahren und da sind die gefahren und dann konnten sie auch schon mal mit den Füßen in den Salm reingehen. Da haben wir wohl da gestanden und haben dann geguckt, dass nichts passiert ist, dass sie reingefallen sind oder irgendwie so. Das ging wunderbar. Das ging wunderbar mit dem Kleinen. Ja, dann, ihr wart auch weit weg, oder? Das heißt, ihr wart auch in Italien mal, oder? Ja, wir sind auch, wie wir jünger waren, sind wir noch nach Italien gefahren. Dann sind wir dahin auf den Campingplatz gefahren. Das war ein riesen, wie hieß denn noch? Kurt, wie hieß der Campingplatz noch in Italien? Marina de Venezia. Nein, echt? Ja, Ihr wart dort auf dem großen... ja, auf dem riesengroßen Damals. damals. Wann war denn das ungefähr? Kurt, was für Jahre war aber das? Wir waren ein paar Mal. Wenn wir gefahren sind, da war aber nur dahin. Ja, das ist ja quasi Deutschland, oder? Das heißt, da sind ganz Das viele war Leute. alles wunderschön. Und es war damals anders, oder? Das heißt, im Prinzip Italien, Essen gehen, das war wie Auslandsurlaub so ein bisschen, ne? Ja, das war so. Das war so. Ja, und wir hatten die Kinder ja auch immer mit. Ne? Also wenn wir gefahren sind, die Kinder, die waren immer dabei. Da gab es kein Vertun. Also ohne Kinder ist nichts gelaufen. Ne? Du hast, wie viele Kinder hast du? Ja, 2 Jungen, 2 Jungs. 2 Okay. Söhne. Die sind jetzt schon groß, oder? Ja, der eine, der ist 54, Stimmt, der hast du andere- gesagt, ja. 54 und der andere ist 52. 52. Du hast aber eine tolle Frau, hast du, oder? Die weiß genau, was sie will. Nicht eine tolle Frau, ein Goldstück. Ein Goldstück. Ja. Hier kommt jetzt der Beste. Morgen. Das sind die Besten. Das sind die Die Besten. sind von Trier, kommen die auch. Auch. Die haben von auch ein Trier. Wohnmobil hier Kommen auch schon stehen. Jahre hier. Echt? Die kommen schon Jahre her. Ja. Ich zeige das nur mal. Er fährt hier vor mit dem Mercedes. Das ist ja schön. Und er hat sein Wohnmobil hier feststehen, oder? Da steht ganz da vorne steht das Wohnmobil. Ja, die kommen auch schon Jahre. Auch von der ersten Stunde kann man sagen, kommen die schon hier hin. Ja, hallo erstmal. Hallo. Ist das schön hier? Ja, wunderbar. Schönster Platz an der Mosel. Okay. Allein durch den Flieger, Rasenmäher hier, der Rudi, der tut ja alles so in Ordnung halten hier. Das sehen Sie an dem Platz. Und das wird es gelobt hier auf der Platz. das ist alle Lob wert. Ne? Ja. So, das heißt, das ist für euch fest eingeplant hier am Wochenende, oder? Ja, so in etwa. In der Woche komme ich ja auch als mal hier nach dem Rechten gucken. Dann meine rechte Hand hier, der Rudi, fahre ich dann. Und der weiß über alles Bescheid. So, und da ist deine Frau, Das oder? ist meine Frau, die ist auch blind. Die sieht sie nicht. Hallo? Hallo, Ist es schön hier am Platz? ja. Warum? Ja, weil es immer alles gepflegt ist. Ja. Und, ja. Und der Mann hat Spaß hier. Ja, Man kennt sich hier, oder? ja, ja. Ja, toll. Ja, schön ist das hier. Das heißt, ihr beide, ihr seid auch bekannt, der Kurt und die Lize. Ja, ne, wir haben ja beide dieselbe Altersrente da mit den Mopedger, wo wir dann rundfahren. Und da trifft man einen und der anderen und so. Das ist dann alles schon. Ja, das ist aber schön. Kurt, wenn du willst, wir können mal reingehen, wenn du möchtest. Wir gucken uns das Ganze mal an, denn man kennt sich. Und ich zeige mal gerade hier vorne so ein kleines Detail. Da ist vom Dometic, da sind wir hier da ist der Einlass. Und da vorne haben wir, das ist der Eingang. Oh, es ist schön hier. Das ist ziemlich wohnlich hier, oder? Das ist klein, aber ich kriege keinen größeren Wagen bei mir zu Hause unter. Ich habe über Nacht, nicht über Nacht, aber Winter über und auch so habe ich ein Zuhause und da lege ich Wert drauf, setze ich hin. Wert drauf, wir haben hinten unser Schlafgemach, wir haben hier unsere Sitzgruppe
Und ich habe das hier geändert, weil meine Frau nichts mehr sieht, dass die dann ganz dicht beim Fernsehen Warte, ist. ich zeig das mal gerade. Das heißt, die kann ganz dicht ran, oder wie? Die kann dann ganz dicht am Fernsehen, nicht? Damit die dann das besser sieht. Ne? Sonst Ja, das sind die Fernbedienungen. Warte mal, wo habe ich die Fernbedienung? Ihr habt das jetzt schon lange, das Auto hier? Wie lange habt ihr das? 7 Jahre. 7 Jahre. Ihr seid doch zufrieden, oder? Mit dem, ja, ich muss immer das holen an Autos, wo meine Frau mit klarkommt. Okay. Nicht? Ich bin froh, dass sie hier überhaupt noch reinkommt. Nicht? Denn sie kann ja kaum, also laufen kann sie schon mal gar nicht mehr. Nicht? Aber das ist 85, was verlangst du? Denk mal an früher, mit 85 ist keiner mehr umhergegangen. Ne? Ja. Nicht? Und heute ist das gang und gäbe. Ne? Na gut, die Alternative wäre ein Heim. Das heißt, Ja, um Gottes Willen, wir wollen das Heim so lange meiden, wie das irgend möglich ist. Nicht? Südwestfunk, guck mal, da seid ihr ja, nicht? Rheinland-Pfalz. Ne? ist das schön, der Südwestfunk für euch? Ja, ne, hier, das ist noch von gestern Abend, also das ist ja heute Wiederholung. Ne? Ja, okay. Nicht? Und wir haben hier eine gute Anlage drin, dass wir gut sehen können. Ein großes Bildschirm, was von der Größe her möglich ist. Ne? Und da geht das ganz gut. Ja, da unten ist das Bett. Das Bett ist relativ hoch. Wenn du mal gerade so lieb bist, nochmal ausmachst den Fernseher. Dass wir den, nicht, dass die Kollegen Angst kriegen. Ja, da oben habt ihr einen großen Dach. Wenn es hier sehr, sehr heiß ist, kann man es aushalten hier drin? Ja, wir machen dann auf, zieht es durch, dann geht die Luft durch. Das ist an für sich ganz gut. Also wir kommen gut damit zurecht. Und vor allen Dingen, wenn es warm ist, wir sind ja auch tagüber draußen. Nicht, wir sind ja nur, wir haben auch das Vorzelt, das wird dann vollkommen, also die Markise, das wird vollkommen zugemacht. Wir haben jetzt nur die Seiten zu. Ich muss auch sehen, auch wenn nach Mittag die Sonne kommt, muss ich da vorne eine Blende wieder vormachen, weil sie ja sonst geblendet wird. Die verträgt das mit den Augen nicht. Ne? Das ist das Schlimme. Ne? Ja, aber ich sage jetzt mal, im Alter so zusammen zu sein, das ist doch ein Traum, oder? Ja, nee, das klappt. Das klappt. Man muss aus dem, wie es ist, das Beste machen. Und es gibt heute so viele Möglichkeiten, um etwas zu machen, das hat es ja noch nie gegeben. Bedenkt doch mal bitte, früher die alten Leute, die haben irgendwo in der Ecke gesessen und wir haben heute die Möglichkeit, hier rauszufahren. Und vor allen Dingen sollten wir mal nicht mehr fahren können, was ja in dem Alter passieren kann, oder man ist nicht mehr sicher, dann haben wir unsere Enkelchen, wir haben unsere Kinder, die uns diese kurze Strecke immer hin und her fahren. Ne? Also das ist das Schöne bei der ganzen Sache. Und deine Frau, wenn man weiter weg ist, ist das schon nicht mehr möglich. Ne? Sag mal, deine Frau, die kommt da gut hoch ins Bett? Oder Ja, das geht wunderbar, weil da ist ein Griff, da ist alles extra gemacht, damit sie da hochkommt. Ne? Das geht, mit den Händen ist sie noch gut beweglich. Sie hat an der Seite am Bett auch am Fenster einen Griff. Sie kann überall alles sich dran festhalten, das geht wunderbar. Das geht wunderbar. So, duschen und so, das macht ihr nicht mehr hier drin? Also waschen kann man sich, aber duschen, das machen wir zu Hause. Genau, das heißt waschen die... Das machen wir zu Hause. Das ist ja von hier keine Entfernung, wenn da was ist, dass man da mal zwischendurch duschen muss, dann fahren wir schnell heim, weil da ist ja bequemer. Nicht? Das ist ja bequemer. Ne? Ist das schön hier mit dem, das ist unglaublich wohnlich, die Farben hier im Wohnmobil, oder? Ja, nur, manche haben es gerne hell, wir haben es gerne so und die Modelle ändern sich andauernd. Nicht? Also man kann da mit der Mode nicht mitgehen. Ne? Nicht? Das geht nicht. Ne? Gut, die Wohnmobile, die sind ja nicht ganz billig, aber man kriegt, wenn man es verkauft, kriegt man noch ein bisschen was für, oder? Das ist ganz schön, oder? Ja, guck da. Ich habe mein letztes hergeben müssen, weil wir hatten ein Querbett, das ging nicht mehr. Und dann sind schnell mal 50.000 weg. Ne? Ja. Ja gut, aber das Geld, das kann man ja nicht mitnehmen ins Grab, oder? Es ist so. Das ist so. Ne? Das ist so. Ne?
Und ich kann sagen, das hier ist bezahlt. Was hier auf dem Platz steht, muss man nicht glauben, dass alles bezahlt ist. Viel auf Pump, oder? Ist so. Nee, das ist nicht meins. Das ist nicht meins. Ja, ich finde es toll. Sag mal, wenn es jetzt hier ein bisschen kälter ist die Heizung gut? Ja, 100%. Heizung 100%. Das wird eingestellt, wir stellen jetzt sogar nachts die Heizung ein. Die springt hier nur dann an, wenn es hier drin kälter wird als die bestimmte Gradzahl, die wir eingestellt haben. Sonst springt die gar nicht an. Ne? So, habt ihr auch Solar habt ihr am Dach? Das heißt, die Batterien sind immer voll? Wir brauchen hier, ich brauche außer für mein Elektrowegelchen kein Strom. Alles andere, ich sehe hier genau, was ich an Strom habe in den Batterien. Ich habe hier auch nicht viel Batterien drin wegen dem Gewicht. Ich sehe genau, was ich an Strom habe. Und das haut auch hin. Wenn wir im ganzen, also diesen Sommer haben wir noch überhaupt nicht vom Netz Strom holen müssen, außer für das Ladegerät vom Elektrowegelchen, sonst gar nichts. Ne? Gar nichts. Das reicht vollkommen. Wir haben auch hier alles auf 12 Volt, nicht? Alles auf 12 Volt. Fernseh, alles auf 12 Volt. Sag mal kurz, der Dialekt, du kommst aus dem Rheinland, oder? Nein. Ich komme weiter her, aus Ostpreußen. Aus Ostpreußen? Und wo daher, aus Ostpreußen? Genau, Heilsberg, Allenstein. Aus Allenstein? Ja. Ah, das ist ja interessant, weil Oma von mir, die kommt aus Riesenburg. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee, ich das ist ungefähr zwischen Danzig und, also ist unten die Masurische Seenplatte runter. Ah ja, da die Gegend, da sind wir ja auch hier. Danzig, da hatten wir auch ein größeres Anwesen. Ja. Und in Siegfriedswalde hieß der Ort, da hatten wir auch ein Gut. Und Bekannte waren jetzt da, wenn man sieht, wie es da aussieht. Da kannst du weinen. Aber muss man auch sagen, wir sind ja mittlerweile 70 Jahre weg. Ne? Ja, okay. Und die Polen, die da sind, man darf die nicht verurteilen, die sind auch dahin vertrieben worden. Und die haben auch, wie sie da waren, hinkamen, hatten sie auch nicht die Gewissheit, dass sie da bleiben. Die haben auch gedacht, die kommen in ihre Heimat zurück und haben auch dementsprechend dann da nichts gemacht. Und bei uns im Wohnhaus, das war größer, da war ein Einschlag vom Krieg her. Kaputt. Und wir haben das Dach nicht geflickt. Und nach 70 Jahren ist das jetzt, Bekannte waren dieses Jahr noch da und haben mal geguckt, ist es am Zusammenfallen des Wohnhauses. Ne? Aber das ist nun mal der Gang der Welt. Ne? Deine Frau hat mir erzählt, du hast viel mit den Söhnen gemacht im Camping, oder? Ja, nun klar, nicht? Die Söhne waren immer mit dabei und nachdem die Enkelchen, wenn wir das Auto angemacht haben, das Wohnmobil angemacht haben, dann waren die da, so kleine Tüppese. Und die waren dann immer hier und die wurden aber immer nachts heimgeholt. Also wir haben die nie über Nacht behalten. Okay. Das Wohnmobil ist für 2 Mann und nicht für mehr. Wir haben auch kein Hubbett, nicht? Wir haben da hinten die 2 Betten und das ist nur für 2 Personen. Ja, ich glaube auch, das Schöne an den Enkelchen ist, dass man sie abends wieder los ist, oder? Ja, nicht nur das, die haben da ihr Bett und die wurden abends geholt und selbst von Minnheim wurden die auch geholt, da war das hier noch nicht, war ja vor dem Minnheim und da waren wir da und da wurden sie auch geholt und die kamen dann in ihr Bettchen nachts und das war so halt eben. Nicht? Und mit dem Wohnmobil mussten wir immer das holen und das machen, wie wir es halt eben brauchten. Nicht? Und jetzt ist es so, das Querbett, das ging nicht mehr, das Wohnmobil war 5 Jahre alt. Und dann haben wir uns dann entschlossen, mit Hilfe meiner Söhne, dass wir das hier gekauft haben. Meine Frau war dagegen, aber... Und jetzt? Nee, das geht gar nicht. Wissen Sie, irgendwann geht das, dann hätte man das aufgeben müssen. Das nützt nichts. Du kannst nicht etwas machen, was nicht geht. Ne?
Nicht? Ich muss nachts ein paar Mal raus, sie muss mittlerweile nachts raus. Und wenn einer über den anderen krabbeln muss, das geht nicht. Ja, das Längsbett. Nee, nein, das geht nicht. Das muss, schon so, da habe ich einen Griff hingemacht, der war nicht. Das sind so viele Sachen, die man geändert hat, dass sie eben hier sicher ist im Gehen. Nicht? Nicht? Also du kannst nicht sagen, ich kaufe das ab Werk, das gibt es nicht. Das ist ein Serien. Und hier war noch eine Sitzbank, die habe ich auch rausgeschmissen, weil da sitzt ja keiner. Nicht? Und wir haben das für uns zwei passend gemacht. Nicht? Und vor allen Dingen auch für sie. Nicht? Die Sitze, man kann ja alles verschieben. Das ist ja alles. Die Sitze kannst du verschieben, die kannst du drehen, da kannst du alles machen. Ne? Toll, oder? Naja, nee, das ist aber serienmäßig. Nicht? Also das ist heute Standard. Ne? Mit Kühlschrank, mit allem, das sind Sachen, die müssen sein. Nicht? Das geht anders nicht. Ne? Und Vorräte, was viele mitschleppen, das machen wir grundsätzlich nicht. Wir holen zwar jetzt für die 3 Tage oder 4 Tage, da holen wir mit, aber sonst wird grundsätzlich unterwegs gekauft. So, ihr seid gläubig, richtig? Ja, das halten wir. Wir übertreiben es nicht, aber am Glauben halten wir fest. Und jeder sollte auch seinen Glauben haben und dann auch nicht nachgucken, wenn ein paar Mark abgezogen wird an Gebühren. Denn wenn er in Not ist, dann ist die Kirche wieder da. Nicht? Ne? Okay, ja, ich bin ganz beeindruckt von dir, Leute kennenzulernen, die seit 1974 war's? Oder 72 im Camping waren. Und in Italien, wo wart ihr noch außer in Italien? Nirgends. Nirgends. Wir waren immer da, weil ich beruflich auch immer nur kurzfristig fahren konnte. Ich konnte nie sagen, ich plane meinen Urlaub dann und dann. Ich musste das immer dann machen, wenn es arbeitsmäßig ging. Und dann sind wir immer nach Italien auf denselben Platz gefahren, weil der Platz war sehr schön, war groß und es war auch ärztliche Versorgung und alles, da habe ich immer verdammt Wert drauf gelegt. Achso, da war auch ein Arzt in Italien. Ja, da waren sogar 2, zeitweise sogar 3 Krankenwagen stationiert. Echt? Ja, die waren da stationiert. Da war eine Krankenstation und da war auch, wenn irgendwas war, du gingst vorne hin und sofort in Krankenwagen, in Krankenhaus. Sofort. Also da war für gesorgt. Ne? Toll, oder? Nicht? Also da muss ich sagen, die haben ein paar Mark genommen, aber die haben auch was dafür geleistet. Ne? Pannen habt ihr schon mal gehabt? Seid ihr schon mal liegen geblieben? Nein. Noch nie? Nein. Toi, 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 oder? Wir haben Glück gehabt. Ja, nein, wissen Sie, man muss ein Fahrzeug haben. Ich stehe im Leben auf dem Standpunkt, jedes Auto, was ich habe, wir haben immer 2 gehabt, jedes Auto, was ich habe, muss so sein, dass es, wenn man sich reinsetzt, auch läuft. Nicht sagen, es geht noch. Pass auf, nicht, dass du runterfällst. Nee. Genau, hier ist eine Stufe, gell? Warte mal, ich zeig mir was. Wir wissen es, aber... Ihr wisst es schon, oder? Ja, nee. Nicht? Und ich musste mit der Höhe, weil wir ja in der Stadt wohnen, gucken und ich kann kein Wohnmobil über 3 Meter Höhe kaufen, weil ich da nicht reinkomme bei mir. Ne? Ja. Ne? So, wir gehen am besten noch mal kurz raus, lassen deine Frau mal nicht so lange alleine. Ja, ne? Ich geh mal grad. Pass auf, Vorsicht. Ja, ich pass auf. Ja, du hast ja einen tollen Mann aus Ostpreußen, kommt der. Ja, Das heißt, wie habt ihr euch denn kennengelernt? wir haben uns kennengelernt. War an für sich eine ganz einfache Geschichte. Mein Mann, wie war das noch? Da habt ihr ja damals noch im Obdachlosenasyl gewohnt, ne? Okay. Da habt ihr ja noch damals im Obdachlosenasyl gewohnt. In der Ostpreußen. Saarstraße. Ja. Nee, ich habe da gearbeitet und
in der Nähe und da war eine Gaststätte und die Inhaberin der Gaststätte, die kannte sie. Und Ja, dann, die hat bei uns gegenüber gewohnt. und dann habe ich gesagt, ich Stimmt. fahre mal nach Luxemburg zur Schobermesse oder was war das? Schobermesse. Und da sagt sie, oh, gegenüber ist der Lietze, die kommt vielleicht mit. Und da hat sich das eingespielt. Stimmt, so Echt? war's. Ihr wart auf der Kirmes das erste Mal. Ja, ja. Wir sind zusammen auf die Schobermesse gefahren und ja, und dann haben wir dann, das hat uns da gut gefallen, dann sind wir in die Messe gegangen und dann, wie ihn dann verabschiedet hat, und dann hat er gesagt, bis bald oder irgendwie so. Und dann hatten sich wieder telefonisch Wie gemeldet. die Wir hatten Frauen das damals schon. machen, so kapern die sich die Männer. Ja, Die kapern sich die Männer. Die von denen. Da hätte es nicht dürfen meinen Vater kennen. Achso, Du der war weißt- streng? oder? Oh. Gut. Wir waren verheiratet, da war ich 29 Jahre. Ja. Und da durfte ich noch nicht mit meinem Mann Heier machen gehen. Wir hatten ein Schlafzimmer, alles war fix und fertig. Wir haben zwischen Weihnachten und geheiratet. Am 29. Dezember haben wir geheiratet. Kirchlich. Kirchlich. Am Da wurde 2. erst zusammen geschlafen. Am 22. Standesamt. Standesamt, da haben wir nicht dürfen zusammen Heier machen. Das war Gottes Willen. Ihr müsst verheiratet sein mit der Kirche. Ne? Und da haben wir dann in Matthäus, haben wir dann in der Kirche geheiratet. Und danach durften wir erst hoch in die Wohnung. Und wann habt ihr euch kennengelernt? In welchem Jahr war das? 63. 63. 63, Ende des Jahres. 64 haben wir geheiratet. 64 Jahre. 63 haben wir uns kennengelernt und 64 geheiratet, genau. Und 66 ist der erste Und geboren. 66 kam der erste Sohn im Januar. Und 67 im Dezember der kam der zweite. zweite. Ja, So, und dann war gut, da oder? war Ruhe. Ja, dein Mann ist ziemlich groß, oder? Ach ja, ich bin ein bisschen kleiner geworden, ja. Aber mein Enkelsohn, der ist groß, der ist 2 Meter. 2 Meter. 2 Meter. Cool. Ein Enkel von uns. Wir gucken hoch. Der Der geht noch gerade, der muss nicken, wenn er bei uns reinkommt in der Dings. Wir haben ja normal Türen. Wie hoch sind uns Türen? Ja, 2 Meter sind die. Ja, Also er normale merkt mit seinen Kilometer. Haaren, der hat so kurzen Haarschnitt, Ja. der merkt mit seinen Haardaten oben an das Holz kommt von der Tür. Ja, der kommt genau nach deinem Mann dann, ja. Der kommt gerade da rein. Woher die... Das war doch früher die Preußen, die waren doch alle groß, oder? Oh, Ja, meine früher waren Schwiegermutter die war nicht Leute extra so- groß. Die war nicht so groß. Aber meine Schwägerin, die war groß. Die war groß. Die war groß. Also nochmal, ja. ich fasse mal zusammen. Das Ja. heißt, ihr habt 64 Geheiratet. geheiratet. So, seit 1972 seid ihr im Camping Camping. und seid jedes Jahr im Camping, richtig? Ja, jedes Jahr sind wir dann so das Wochenende. Damals war es ja noch nicht so, dass wir dann gefahren sind wie heute. Heute fahren wir schon donnerstags von daheim weg. Und damals war das höchstens Samstag, Sonntag, höchstens. Ja. Da war der Laden zu um 1 Uhr. Da hat man noch daheim geputzt und sauber gemacht. Und dann sind wir auf den Camping gefahren. Ne? Man musste daheim, auch, man hatten die Kinder. War so. Da war ja jetzt nicht, dass der Opa, Oma da war und hat gesagt, hier hast du mal die Kinder und dann gibst du ein Essen und so. Das gab es nicht. Der Wagen, der stand aber immer fest da, oder? Der war schon fest, ja, ja. Da fahren sie immer nur Der mit dem Wohnwagen, der stand immer fest. Der Das Wohnmobil ist jetzt das erste Jahr, Was wo wir seitdem wir feststeht. Wohnmobil haben, dass der so Hier fest steht. jetzt hier wie feststeht. Sonst sind wir immer damit hin und her gefahren. Ja. Na gut, da ist auch der Wolfgang, der steht ja auch fest. Das heißt, da ist jemand, der guckt nach dem Rechten immer, oder? Der guckte mir noch recht. So, du warst mal kurz weg, oder? Ja, jetzt habe ich wieder die Müll gemacht. Die Wieder? Müll wieder sortiert und eingestampft. Ja, das muss alles sein. Ja. Ja, die Geschichten vom Campingplatz. Ich glaube, ich könnte jeden Tag eine neue Geschichte erzählen hier, oder? Und ich könnte hier über in der 24 Jahre könnte ich ein Buch schreiben. Ja. Echt, da könnte ich echt ein Buch schreiben. Was hier schon alles abgelaufen ist.
Manchmal war es auch schon mal ein bisschen hektisch gewesen, aber das haben wir alles wieder hingebügelt, das klappt schon. Sag mal, es haben sich ja viele Leute hier auch kennengelernt, oder? Das heißt, Die rufen mich an im Winter oder wenn ich Geburtstag gratulieren die mich. nee, ich meine kennengelernt, dass die hier teilweise Freundschaften, also vielleicht Ehen sind hier entstanden. Ja, auf jeden Fall haben wir sehr viele Freundschaften. Die kommen mit Privatauto, kommen sie im Winter zu uns gefahren, zum Kaffee trinken, weil meine Frau nicht. Ja, das ist schon ganz gut. Ja. Und Hunde und Camping, das gehört eigentlich auch zusammen, Das oder? ist schön, ja, das ist richtig. Wenn hier 200 Wohnmobile stehen, dann sind noch 100 Hunde hier. Da habt ihr gar keinen Stress mit. Das heißt, Hunde müssen angeleint sein? Ja, es steht hier überall Schilder, sie sollen angeleint sein, gell? Oder beim Herrschild bleiben, aber nicht frei herumlaufen. Und das klappt. Am Anfang war das gar nicht schwierig gewesen. Da sind die frei herumgelaufen. So ist das nicht. Und jetzt klappt das wunderbar. Kein Problem. Rudi, Ja. ich denke, wir haben die Geschichte von den beiden mal porträtiert, stellvertretend für Hunderte, wenn nicht Tausende oder Zehntausende, die schon hier waren. Ne? Auf jeden Fall. Schon Zehntausende war ich schon hier. Ja. So, dann sag mal ganz kurz, weil die Leute sich ja immer interessieren, was ist denn das jetzt für ein Platz? Wie heißt denn der ganz genau? Der hier. Das ist der Sonnenplatz, Wohnmobil in Klüsserath. Der Sonnenplatz nennt man sich den. So, und das ist in Rheinland-Pfalz an der Mosel, richtig? Der für ist alle, die jetzt gucken. Rheinland-Pfalz an der Mosel, Klüsserath. Und ihr verlangt 7 Euro 7,80 Euro. mit WLAN. Mit WLAN und Strom müssen sie extra bezahlen, muss man Euro in den Münzautomat schmeißen. Für hat man 2 Strom. kW, habe ich Ja, genau ja, so. Ja. Da ist aber der Müll mit drin, wie ich erfahren Da habe. ist Das heißt, alles drin, Müll, alles ist mit drin. Ja. so, und wenn ich mal Fragen habe, man kann sich an dich wenden. Auf jeden Fall, immer. Rudi. Oder an Wolfgang. Oder an Wolfgang oder Manfred Hero. Oder Manfred Hero. Der ist ja der Chef hier, der Manfred. So. Manfred Hero kennen Sie aus Rallye-Zeiten. Ja, klar, der kennt doch jeder. Dann waren hier Manfred Hero auf jeden Fall. So, da vorne steht auch noch ein LKW von ihm, Abschlepper, den man hoffentlich nicht so oft braucht, oder? Nee, der haben wir nur hier, wenn abgebaut wird, brauchen wir den. Oder fährt mit dem Rasentraktor nach Minheim zu mähen. Da fährt er abends so hin und so. Ja. Ja, vielen Dank nochmal dir. Ja. Also Gerne. du bist wirklich eine ganz, ganz liebe. Ja. Übrigens, du warst mal selbstständig, gell? Das heißt, ihr habt eine, Ja. genau, ihr habt eine Bäckerei gehabt. Mein oder? Mein Vater war Bäckermeister und wir hatten eine Bäckerei und dann musste ich Brot ausfahren. Goldene Zeiten waren das damals als Bäcker, oder? Da gab es doch keine Aufzüge in den Häusern. Ne? Das ist alles die Treppen. Okay, du warst Auf. fit, oder? Ich war fit wie ein Handschuh. Fit wie ein Handschuh. Fahr ich doch gerade hier. Achso, er fährt noch gerade weg, denn das ist sein... Kannst gerade noch filmen. Komm, das filme ich gerade noch. Ja. Mach mal. So, sag mal Tschüss. Tschüss. Ja, wann kommt er im Fernsehen? jetzt? Heute Nachmittag. Heute Nachmittag. Ja. Gut, tschüss dann, gell? Ciao, ciao. Dankeschön. Tschüss. Wann kommt das heute Nachmittag? Heute Nachmittag, ja. Wie viel Uhr? Ja, ich weiß nicht. Ich denke mal, wenn es hochgeladen ist, so gegen 4, 5 Uhr, dann gucken wir mal. So, ich sage euch aber noch Bescheid, okay? Ah ja, das wird prima. toll. So, einmal der Kurt, richtig? Ja. Und die Alice. Alice, die man auch Lize nennt, oder? Alice. Alice. Wie sagt Howard Carpenter, Tür an Tür mit Alice. Howard Carpendale hat das gesagt. Der hat das Lied gesungen. Tür an Tür mit Alice. Aha. So, ich, Ja, kommt vom Französischen. Ne? Okay. Ich weiß nicht, wie meine Eltern auf den Namen kamen, aber ist so. Mein Vater hieß Alois und er wollte irgendwie was so ähnlich haben mit Namen. Und da ist ihm den Alice, der Name ist ihm dann. nochmal, weil dein Vater Alois hieß, Alois heißt du hieß. jetzt Alice. Heißt ich Alice, er wollte den Namen so ein bisschen ähnlich haben mit seinem, ich weiß nicht, irgendwas. Aber ein absolut ausgefallener Name, oder? Alice, ja, Ja. ist ein französischer Name. Hat nicht jeder ein Trier, oder? Nee. Das heißt, die meisten Mädchen hießen Inge, oder? Ja, das sind alles die Namen, die geläufiger sind, als sie meinen, ne? Ja, ist doch schön, oder? Ja, ja. So, Ja, ja, so mein auf. Name ist- Was hier am Platz ist, das ist das, was mir gut, sehr gefällt. Sauberkeit. Ja. Sauber. Ja, dass der Rasen jetzt nicht wächst, das ist wetterbedingt. Ja, aber kein Müll. Kein Müll. Es bleibt auch, wenn Autos wegfahren, nichts liegen an Dreck. Es wird alles entsorgt. Also das ist das, was mir hier wirklich sehr, sehr gut gefällt. Ne? Sehr, sehr gut gefällt. Kurt,
wenn du mir noch mal kurz dein Alter verrätst, wie alt bist du? 86, 86 und deine Frau ist 85. 85. Ja, aus Klüsserath in Rheinland-Pfalz. Die tolle Geschichte von Alice und Kurt und dem Rudi, der schon weg ist. Ja, ich bedanke mich vielmals bei euch und tschüss. Macht's gut, gell? Danke, danke. Ciao.